Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hat im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel in den Städten Mekka und Medina gelebt. Mohammed, Friede sei mit ihm, wuchs in einer Gesellschaft auf, die von Götzendienst und heidnischen Bräuchen geprägt war. Als Mohammed, Friede sei mit ihm, geboren wurde, wurde seine Ankunft von zahlreichen übernatürlichen Zeichen begleitet. In seiner Kindheit zeigte Mohammed, Friede sei mit ihm, bereits ungewöhnliche Zeichen und Wunder. Mit dem Tod Mohammeds, Friede sei mit ihm, endete die Zeit der Offenbarung und der Koran, das heilige Buch des Islam, war vollständig. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hat im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel in den Städten Mekka und Medina gelebt. Er lebte in einer Zeit, die von Vielgötterei, Stammesfeindschaften, sozialer Ungerechtigkeit und Ausbeutung der Schwachen gekennzeichnet war. Vor allem Sklaven, Frauen und Waisenkinder mussten Leid und Elend ertragen. Dahingegen waren meist die Reichen alleinige Machthaber und Nutznießer jener Zeit. Mohammed, Friede sei mit ihm, ist im Jahre 571 in Mekka geboren und im Jahr 632 in Medina verstorben. Er wuchs als Waise bei seinem Großvater und später bei seinem Onkel auf. Schon bevor er mit 40 Jahren zum Propheten berufen wurde, galt er als ein äußerst vertrauenswürdiger und aufrichtiger Mensch. Als er die erste göttliche Offenbarung erhielt, war dies ein Wendepunkt in seinem Leben. Von nun an setzte er sich unnachgiebig für die Botschaft Gottes ein. Dem Propheten, Friede sei mit ihm, wurden bis zu seinem Tode immer wieder Verse herabgesandt, die auswendig gelernt und auch schriftlich festgehalten wurden. Nachdem der Prophet, Friede sei mit ihm, verstorben und damit die Offenbarung abgeschlossen war, wurden die Verse zu einem Buch zusammengetragen. Dieses Buch ist der Koran, wie wir ihn heute in unseren Händen halten. Unter den nachfolgenden Kalifen jener Zeit wurde das Schriftbild des Korans bis ins kleinste Detail bestimmt und vereinheitlicht. Neben dieser frühen Verschriftlichung des Korantextes besteht die Tradition des Auswendiglernens des gesamten Korans. Die Geburt vom Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm. Etwa 600 Jahre nach den außergewöhnlichen Ereignissen in Jerusalem wurde der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, in Mekka geboren. Sein Vater Abdullah verstarb, als Mohammed noch im Mutterleib war, und sein Großvater Abdul Muttalib, der angesehene Führer Mekkas, nahm sich seiner liebevollen an. Abdul Muttalib besaß sogar die Schlüssel zu Kaaba, die trotz des Götzendienstes in Mekka ihre besondere spirituelle Bedeutung nie ganz verlor. Mohammed, Friede sei mit ihm, wuchs in einer Gesellschaft auf, die von Götzendienst und heidnischen Bräuchen geprägt war. Doch schon von seinen Kindesbeinen an zeigten sich um ihn außergewöhnliche Ereignisse, die auf seine besondere Rolle als zukünftiger Prophet hinwiesen. Seine Kindheit und Jugend waren von Tugend und Integrität geprägt, was ihn schon früh als eine außergewöhnliche Persönlichkeit erkennen ließ. Die Zeichen, die ihn umgaben, wurden von vielen als Vorboten seiner prophetischen Mission verstanden, die schließlich das Schicksal der Menschheit verändern sollte. Zeichen nach seiner Geburt. Als Mohammed, Friede sei mit ihm, geboren wurde, wurde seine Ankunft von zahlreichen übernatürlichen Zeichen begleitet. Seine Mutter, Amina, erlebte eine schmerzlose Geburt und in der fernen Stadt Medina erschien ein leuchtender Stern am Himmel, der die Juden in Erstaunen versetzte. Zur gleichen Zeit ereigneten sich in anderen Teilen der Welt weitere Wunder. In Syrien erhellte ein strahlendes Licht die Schlösser. Das heilige Feuer des Zarathustra, das über 1000 Jahre ununterbrochen gebrannt hatte, erlosch. Und der Thronsaal im Palast des persischen Königs stürzte ein. Diese außergewöhnlichen Zeichen deuteten auf die Geburt eines besonderen Kindes hin, das die Welt für immer verändern sollte. Diese Vorzeichen
wurden von vielen als Ankündigung eines bedeutenden Wandels in der Geschichte der Menschheit wahrgenommen. Amme Halima. In den Jahren nach seiner Geburt wuchs Mohammed, Friede sei mit ihm, bei seiner Amme Halima auf, die ihn in ihre Obhut nahm und dadurch großen Segen erfuhr. Obwohl ihre Familie zuvor von Armut geplagt war, brachte Mohammed, Friede sei mit ihm, Glück und Wohlstand in ihr Leben. Ihre Brüste, die zuvor trocken gewesen waren, füllten sich mit Milch und die Weiden für ihre Tiere wurden grün und üppig. Mohammed, Friede sei mit ihm, wuchs zu einem besonderen Kind heran, das stets von göttlicher Gnade begleitet wurde. Doch das Schicksal führte dazu, dass er frühzeitig seine Mutter verlor und endgültig zur Vollwaise wurde. Sein Großvater Abdul Muttalib, der angesehene Führer Mekkas, nahm ihn liebevoll auf und sorgte für seine Erziehung. Doch auch Abdul Muttalib verstarb, als Mohammed, Friede sei auf ihm, noch jung war. Vor seinem Tod vertraute Abdul Muttalib seinen geliebten Enkel seinem Sohn Abu Talib an, der diese Verantwortung mit großer Hingabe und Fürsorge übernahm. Abu Talib kümmerte sich aufopferungsvoll um Mohammed, Friede sei mit ihm, und spielte eine bedeutende Rolle in seinem Leben, indem er ihn unterstützte und beschützte, während er heranwuchs. Erste Zeichen für Wunder. In seiner Kindheit zeigte Mohammed, Friede sei mit ihm, bereits ungewöhnliche Zeichen und Wunder, die seine besondere Beziehung zum allmächtigen Gott offenbarten. Als er zwischen 9 und 12 Jahren alt war, begleitete er seinen Onkel Abu Talib auf einer Handelsreise nach Syrien. Dort trafen sie auf den christlichen Mönch Bahira, der in den alten Schriften Hinweise auf die bevorstehende Ankunft des letzten Propheten nach Jesus, Friede sei mit ihm, gefunden hatte. Bahira beobachtete, wie eine einzelne Wolke die Karawane überschattete und vor der Hitze schützte. Ein außergewöhnliches Zeichen, das seine Aufmerksamkeit erregte. Als er den jungen Mohammed, Friede sei mit ihm, sah, erkannte er in ihm die Merkmale des prophezeiten Propheten, auf den die Welt gewartet hatte. Bahira warnte Abu Talib eindringlich, gut auf Mohammed, Friede sei mit ihm, zu achten, da dieser eine bedeutende und besondere Zukunft vor sich hatte. Diese Begegnung war eine frühe Bestätigung der besonderen Rolle, die Mohammed, Friede sei mit ihm, im göttlichen Plan zugedacht war. Und sie prägte die Überzeugung, dass er dazu bestimmt war, die Botschaft Gottes an die Menschheit zu übermitteln. Al-Amin. Mohammed, Friede sei mit ihm, der in Mekka unter dem Namen Al-Amin bekannt war, was der Vertrauenswürdige bedeutet, war für seine Ehrlichkeit, Weitsicht und Großzügigkeit berühmt. Schon in jungen Jahren zeichnete er sich durch diese Eigenschaften aus, weshalb die Menschen ihm ihre Angelegenheiten gerne anvertrauten. Mit 25 Jahren heiratete er Khadija, Friede sei mit ihr, eine angesehene und einflussreiche Frau aus Mekka. Khadija war eine erfolgreiche Unternehmerin, die durch ihre Weisheit und Geschäftstüchtigkeit in einer von Männern dominierten Gesellschaft großen Respekt erlangt hatte. Sie war nicht nur eine Lebensgefährtin, sondern auch eine treue Unterstützerin seiner späteren prophetischen Mission. Ihre Ehe mit Mohammed, Friede sei mit ihm, war geprägt von tiefer Liebe, Respekt und gegenseitigem Vertrauen und wurde zur glücklichsten und bedeutendsten Zeit ihres Lebens. Khadijas Unterstützung und ihr unerschütterliches Vertrauen in Mohammed, Friede sei mit ihm, spielten eine entscheidende Rolle in den früheren Jahren des Islam, als er seine göttliche Berufung empfing und seine Mission begann. Die Höhle Hira. Mit 40 Jahren begann Mohammed, Friede sei mit ihm, sich intensiv mit dem Glauben an den einen wahren Gott zu beschäftigen. Schon früh zeigte er keinerlei Interesse an den Götzen, die in Mekka verehrt wurden, und zog sich oft in die Einsamkeit der Höhle Hira zurück, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. In diesen stillen Momenten suchte er nach der Wahrheit und der Nähe zu Gott. Eines Nachts, als er in der Höhle verweilte, erschien ihm der Erzengel Gabriel und verkündete, dass Allah
der Allmächtige, ihn zum Propheten, Friede sei mit ihm, berufen habe. Gabriel überbrachte ihm die ersten Worte der göttlichen Offenbarung. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Diese Worte markierten den Beginn des Korans, des heiligen Buches des Islam, das in den folgenden Jahren durch weitere Offenbarungen an Mohammed, Friede sei mit ihm, heranwuchs. Diese erste Offenbarung war ein tiefgreifender Moment in der Geschichte des Islam, der den Beginn einer neuen Ära einläutete, in der die Botschaft des einen Gottes der gesamten Menschheit verkündet wurde. Nach den ersten Offenbarungen. Nach dieser ersten Offenbarung war Mohammed, Friede sei mit ihm, tief erschüttert und kehrte nach Hause zurück, wo ihn seine Frau Khadija liebevoll tröstete und ihm beistand. Khadija erkannte sofort die immense Bedeutung dieses Ereignisses und unterstützte Mohammed, Friede sei mit ihm, von diesem Moment an, bedingungslos in seiner Mission, die Botschaft des einen Gottes zu verkünden. Mohammed, Friede sei mit ihm, begann, die Offenbarungen, die er von Gabriel, Friede sei mit ihm, erhielt, öffentlich zu predigen und die Menschen in Mekka zum Glauben an den einen Gott zu rufen. Doch seine Lehren stießen auf starken Widerstand bei den Bewohnern Mekkas, die fest an ihren traditionellen Götzen und heidnischen Bräuchen festhielten. Die Kaufleute und Anführer der Stadt sahen in Mohammeds Botschaft, Friede sei mit ihm, eine Bedrohung für ihre Macht und ihren Wohlstand, da der Götzendienst eng mit dem wirtschaftlichen und sozialen Leben der Stadt verbunden war. Die Kaaba, die von Mohammed, Friede sei mit ihm, als Symbol des Monotheismus und der Verehrung des einen Gottes betrachtet wurde, war in Mekka zu einem Zentrum des Götzendienstes geworden, das Pilger aus der ganzen Region anzog und damit beträchtliche Einnahmen für die Stadt generierte. Mohammeds, Friede sei mit ihm, Aufruf zur Anbetung des einen Gottes stellte dieses lukrative System in Frage und traf auf heftigen Widerstand seitens der führenden Familien Mekkas, die ihre Interessen bedroht sahen. Die Unterdrückung der Muslime. Die wohlhabenden und mächtigen Männer Mekkas, die um ihre Position und ihren Einfluss fürchteten, begannen, Mohammed, Friede sei mit ihm, und seine Anhänger erbarmungslos zu verfolgen. Diese wurden ausgegrenzt, boykottiert und oft sogar körperlich misshandelt. Die Verfolgung nahm mit der Zeit immer weiter zu und die Anhänger des Propheten, Friede sei mit ihm, mussten große Entbehrungen und Leid ertragen. Doch trotz der zunehmenden Unterdrückung und der heftigen Anfeindungen wuchs die Zahl der Muslime stetig. Viele der Anhänger Mohammeds, Friede sei mit ihm, kamen aus den unteren Schichten der Gesellschaft, darunter Sklaven und arme Menschen, die in der Botschaft des Islam eine Quelle der Hoffnung und Befreiung sahen. Sie erkannten in Mohammeds Lehre, Friede sei mit ihm, eine Botschaft der Gerechtigkeit, Gleichheit und des Monotheismus, die sie aus den Ketten der gesellschaftlichen Unterdrückung befreien konnte. Diese Bewegung, die von den Mächtigen Mekkas bekämpft wurde, gewann durch den unerschütterlichen Glauben und die Standhaftigkeit ihrer Anhänger immer mehr an Stärke. Trotz aller Widerstände verbreitete sich die Botschaft des Islam weiter und legte den Grundstein für eine neue Gemeinschaft von Gläubigen, die bereit waren, für ihre Überzeugungen zu kämpfen und zu leiden. Jahr der Trauer. Ein besonders entscheidendes Ereignis in der frühen Geschichte des Islam war das sogenannte Jahr der Trauer, in dem Mohammed, Friede sei mit ihm, sowohl seine geliebte Frau Khadija, Friede sei mit ihr, als auch sein Onkel und Beschützer Abu Talib verlor. Diese Verluste waren für Mohammed, Friede sei mit ihm, von tiefgreifender Bedeutung, da beide nicht nur seine engsten Vertrauten und größten Unterstützer waren, sondern auch seine wichtigsten Stützen in der feindseligen Umgebung von Mekka. Khadija war die erste Person, die an seine prophetische Mission glaubte, und sie stand ihm mit unerschütterlichem Glauben und Hingabe zur Seite. Ihr Tod hinterließ eine schmerzhafte Lücke in Mohammeds, Friede sei mit ihm, Leben, da sie nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine stärkste moralische und emotionale Unterstützung war. Abu Talib, Mohammeds Onkel, hatte ihn seit seiner Kindheit aufgezogen und ihm stets Schutz geboten, insbesondere gegen die Angriffe und Intrigen der Quraysh, der mächtigen Stämme Mekkas. Mit dem Tod Abu Talibs verlor Mohammed, Friede sei auf ihm, diesen wichtigen Schutz, wodurch seine Situation in Mekka
noch gefährlicher wurde. Ohne den Rückhalt seiner Familie war Mohammed, Friede sei mit ihm, nun den Feindseligkeiten und Angriffen seiner Gegner in Mekka schutzlos ausgeliefert. Das Jahr der Trauer markierte eine der schwierigsten Phasen im Leben des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Dennoch blieb er standhaft in seiner Mission, trotz schweren Verlustes und der wachsenden Bedrohungen, denen er ausgesetzt war. Dieses Jahr brachte die Härte und Entschlossenheit Mohammeds, Friede sei mit ihm, zum Vorschein, seine göttliche Botschaft trotz aller Widrigkeiten weiter zu verkünden. Einladung nach Medina. In dieser schwierigen Zeit bot sich Mohammed, Friede sei mit ihm, ein Ausweg aus seiner bedrängten Lage. Die Bewohner der Stadt Yasrib, die später als Medina bekannt wurde, hatte von seiner Botschaft gehört und luden ihn ein, in ihre Stadt zu kommen und dort als Schiedsrichter zwischen den verfeindeten Stämmen zu wirken. Diese Einladung nach Medina kam für Mohammed, Friede sei auf ihm, zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Lage in Mekka immer gefährlicher wurde und seine Anhänger zunehmend unter Verfolgung gelitten haben. Die Einladung war eine willkommene Gelegenheit, in einer neuen Umgebung seine Mission fortzusetzen und gleichzeitig Frieden unter den Stämmen von Yasrib zu stiften. Nach reiflicher Überlegung beschloss Mohammed, Friede sei mit ihm, zusammen mit seinen Anhängern Mekka zu verlassen und nach Medina auszuwandern. Diese Auswanderung, bekannt als die Hijra, markierte einen Wendepunkt in der Geschichte des Islam und legte den Grundstein für die Gründung der ersten muslimischen Gemeinschaft. Die Hijra war nicht nur eine Flucht vor der Verfolgung, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels, in dem Mohammed, Friede sei mit ihm, als religiöser und politischer Führer eine zentrale Rolle spielte. In Medina fand der Islam einen fruchtbaren Boden, um zu wachsen und sich zu verbreiten. Und Mohammed, Friede sei mit ihm, konnte dort seine Vision einer gerechten und gläubigen Gemeinschaft verwirklichen. Die Auswanderung nach Medina markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des Islam. Sie bedeutete nicht nur die Flucht vor der intensiven Verfolgung in Mekka, sondern auch den Beginn einer neuen Ära, in der die Muslime in Medina eine eigene Gemeinschaft, die Umma, bildeten. Diese Gemeinschaft war die erste ihrer Art, die sich auf den Grundlagen des islamischen Glaubens gründete und nach den Prinzipien von Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Solidarität lebte. In Medina fand Mohammed, Friede sei mit ihm, nicht nur Zuflucht vor den Gefahren in Mekka, sondern auch eine unterstützende Gemeinschaft, die seine Botschaft bereitwillig annahm und entschlossen verteidigte. Die Bewohner Medinas, die Ansar genannt wurden, standen den Muhadschirun aus Mekka mit großer Freundschaft zur Seite und gemeinsam legten sie den Grundstein für die erste islamische Gesellschaft. Diese Gemeinschaft war nicht nur eine religiöse, sondern auch eine soziale, politische Einheit, die auf den Lehren des Islam basierte. In Medina konnte Mohammed, Friede sei mit ihm, als sowohl spiritueller als auch politischer Führer die Vision einer gerechten und gläubigen Gemeinschaft umsetzen, die später als Vorbild für die gesamte muslimische Welt dienen sollte. Die Ankunft in Medina. Die Ankunft Mohammeds, Friede sei mit ihm, in Medina wurde von den dort lebenden Muslimen mit großer Freude und Hoffnung aufgenommen. Die Stadt wurde schnell zum Zentrum der islamischen Bewegung. In dieser neuen und unterstützenden Umgebung begann Mohammed, Friede sei auf ihm, die Grundlagen des islamischen Staatswesens zu legen. Er etablierte Gesetze und Prinzipien, die auf Gerechtigkeit, Solidarität und der Gemeinschaft aller Gläubigen basierten. Medina entwickelte sich rasch zu einer blühenden und wohlgeordneten Stadt, die als Vorbild für andere muslimische Gemeinschaften diente. Die Mesjid an-Nabawi wurde nicht nur zum spirituellen Herzen der Stadt, sondern auch zum Zentrum, von dem aus wichtige Entscheidungen und Lehren verbreitet wurden. Unter der Führung des Propheten, Friede sei mit ihm, wuchs Medina zu einem Modell für ideale islamische Gesellschaften heran, in der die Werte des Islam gelebt und geschützt wurden. Die Konflikte mit den Mekkanern. Doch die Konflikte mit den Mekkanern hörten nicht auf. Die Götzendiener Mekkas, die ihre Macht und ihren Einfluss schwinden sahen, waren nicht bereit, die wachsende muslimische Gemeinschaft in Medina zu tolerieren. Entschlossen, die Ausbreitung des Islam zu stoppen,
beschlossen sie, mit Gewalt gegen die Muslime vorzugehen und entsandten eine Armee, um die Stadt anzugreifen. In der berühmten Schlacht von Badr, die die erste große militärische Auseinandersetzung zwischen den Muslimen und den Mekkanern darstellte, standen Muslime einer zahlenmäßig überlegenen Streitmacht gegenüber. Doch durch den Beistand Gottes und eine geschickte Strategie gelang es den Muslimen, einen entscheidenden Sieg zu erringen. Dieser Sieg war nicht nur ein militärischer Triumph, sondern auch ein spirituelles Zeichen für die Muslime, dass ihre Sache gerecht war und sie von Gott unterstützt wurden. Die Schlacht von Badr stärkte das Selbstbewusstsein der muslimischen Gemeinschaft und zeigte den Mekkanern, dass der Islam nicht leicht zu besiegen war. Dieser Sieg legte den Grundstein für weitere Erfolge und festigte die Stellung der Muslime in Medina und darüber hinaus. Die Schlacht von Badr. Die Schlacht von Badr markierte den Beginn einer Serie von Konflikten zwischen den Muslimen und den Götzendienern, die schließlich in der Eroberung Mekkas ihren Höhepunkt fand. Nach mehreren Jahren, in denen Muslime in Medina ihre Gemeinschaft weiter festigten und sich erfolgreich gegen die Angriffe der Mekkaner verteidigten, kam der entscheidende Moment, als Mohammed, Friede sei mit ihm, im Monat Ramadan mit einer Armee von 10.000 Männern nach Mekka aufbrach. Diese beeindruckende Streitmacht war so überwältigend, dass die Mekkaner keinen Widerstand leisteten. Mohammed, Friede sei mit ihm, konnte die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen, was als ein bemerkenswertes Ereignis in der Geschichte des Islam gilt. Bei seiner Ankunft in Mekka zeigte Mohammed außergewöhnliche Großzügigkeit und Gnade, indem er die Bevölkerung begnadigte und ihnen ihre früheren Feindseligkeiten verzieh. Die Eroberung Mekkas war nicht nur ein militärischer Sieg, sondern auch ein Triumph der Vergebung und der Barmherzigkeit. Mohammeds Rückkehr, Friede sei mit ihm, nach Mekka markierte den endgültigen Durchbruch des Islam in der arabischen Halbinsel und die Kaaba, das zentrale Heiligtum, wurde wieder der Verehrung des einen Gottes geweiht, wie es ursprünglich vorgesehen war. Dieser entscheidende Moment festigte den Islam in Mekka und legte den Grundstein für die weitere Verbreitung der Religion in der Region und darüber hinaus. Die Eroberung von Mekka. Die Eroberung Mekkas war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Islam. Mohammed, Friede sei mit ihm, betrat die Kaaba, das zentrale Heiligtum, und reinigte sie von den Götzenbildern, die dort im Laufe der Jahre aufgestellt worden waren, mit den Worten: Die Wahrheit ist gekommen und die Falschheit ist vergangen. Stieß er die Götzen um und stellte die Kaaba wieder als Ort der Anbetung des einen Gottes her. Dieses bedeutende Ereignis markierte das Ende des Götzendienstes in Mekka und führte zur endgültigen Etablierung des Islam als dominierende Religion auf der arabischen Halbinsel. Die Kaaba, die einst ein Zentrum des polytheistischen Kultes war, wurde nun wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt, als heiliger Ort des Monotheismus und der Hingabe an den einen Gott. Rückkehr nach Medina. Nach der Eroberung Mekkas kehrte Mohammed, Friede sei mit ihm, nach Medina zurück, wo er die verbleibenden 2 Jahre seines Lebens verbrachte. Während dieser Zeit empfing er die letzten Offenbarungen des Korans, die das heilige Buch des Islam vervollständigten. Seine Lehren und Handlungen in diesen letzten Jahren setzten den Maßstab für das Leben der Muslime und dienten als Vorbild für kommende Generationen. 2 Jahre nach der Eroberung Mekkas, im Alter von 63 Jahren, verstarb der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Seine letzten Worte an seine Gemeinschaft waren eine eindringliche Erinnerung an den Tag des Gerichts und die Rückkehr zu Allah. Fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele das zurückerstattet, was sie erworben hat, und ihnen wird kein Unrecht geschehen. Diese Worte unterstrichen die zentrale Botschaft des Islam, dass jeder Mensch für seine Taten vor Allah verantwortlich ist und dass Gerechtigkeit am Tag des Gerichts widerfahren wird. Der Tod des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, markierte das Ende einer Ära. Doch seine Botschaft und sein Vermächtnis leben bis heute in den Herzen der Muslime weltweit fort. Der Tod vom Propheten Mohammed. Mit dem Tod Mohammeds, Friede sei mit ihm,
endete die Zeit der Offenbarung und der Koran, das heilige Buch des Islam, war vollständig. Der Koran, der von den Muslimen als das unverfälschte Wort Gottes betrachtet wird als endgültige und vollständige Offenbarung angesehen, die alle früheren Schriften ersetzt, die nach dem Tod der verschiedenen Propheten verfälscht wurden. Der Islam, die Religion, die Mohammed, Friede sei mit ihm, brachte, wird als die Essenz und Vollendung aller ursprünglichen Religionen betrachtet, die auf den Lehren des Monotheismus beruhen. Mohammed, Friede sei mit ihm, selbst wird als das Siegel der Propheten angesehen, der letzte Gesandte Gottes, der die göttliche Botschaft für die gesamte Menschheit überbrachte. Seine Rolle als letzter Prophet besiegelte die Kette der prophetischen Botschaften, die mit Adam begann und sich durch Propheten wie Noah, Abraham, Moses und Jesus, Friede sei mit ihnen allen, fortsetzte. Durch Mohammeds Leben, Friede sei mit ihm, und Lehren wurden die Prinzipien des Islam festgelegt, die heute von Millionen von Gläubigen auf der ganzen Welt praktiziert werden. Sein Vermächtnis als der letzte Prophet und das endgültige Wort Gottes im Koran prägen bis heute das religiöse und spirituelle Leben der Muslime weltweit.